In unserem ersten Fall werden wir über den Mörder der College-Studentin Anita Knudsen sprechen, der Jahre später gefunden wurde. Außerdem werden wir Zeuge einer Morduntersuchung sein, bei der eine Frau Opfer eines Mordes wurde. Wenn Sie bereit sind, fangen wir an. Anita Knudsen wurde am 22. September 1988 in Orange County, Kalifornien, geboren. Im Alter von nur 5 Monaten wurde sie von Gordon und Sharon Knudsen adoptiert. Ihre schulische Laufbahn begann Anita an der Glen Knoll Grundschule und setzte sie an der Bernardo Yorbo Mittelschule fort. Sie absolvierte auch ihre Hicksschule erfolgreich und war sehr gesellig. Sie war aktiv in verschiedenen sozialen Aktivitäten wie Fußball, Geige und Klavierspielen. Im Jahr 2006 schloss sie die Hicksschule mit Auszeichnung ab. Anschließend besuchte sie die Minot State University, wo sie sowohl auf Lehramt studierte als auch Teilzeit in 2 verschiedenen Jobs arbeitete. Sie teilte sich ein Studentenwohnheim mit ihrer Freundin Nicole Rice. Die beiden hatten ein niedliches, schönes Haus in der Nähe des Campus. Am 2. Juni 2007 rief Anitas Mutter Sharon sie an, konnte sie aber nicht erreichen. Es war untypisch für Anita, nicht ans Telefon zu gehen oder stundenlang nicht zurückzurufen. Besorgt über den fehlenden Kontakt zu ihrer Tochter, informierte sie ihren Ehemann über die Situation. Sie bat ihn, nach Minot zu fahren, um herauszufinden, ob alles in Ordnung sei. Am 4. Juni 2007 machte sich ihr Vater Gordon auf den Weg nach Minot und kam vor ihrem Haus an. Sein Auto stand vor dem Apartmentgebäude, er klingelte an ihrer Wohnungstür, aber niemand antwortete. Als er feststellte, dass die Tür verschlossen war, bat er den Hausmeister, die Tür zu öffnen. Der Hausmeister informierte ihn, dass er ohne Anitas Erlaubnis nicht in die Wohnung eintreten dürfe. Daraufhin ging Gordon um das Gebäude herum, in dem sich seine Wohnung im Erdgeschoss befand, und bemerkte, dass ein Fenster geöffnet war. Er realisierte, dass Anita in Reichweite war. Er streckte seine Hand durch das Fenster, um seine Tochter zu berühren. Doch Anitas Gesicht war kalt, sie lag regungslos in ihrem Bett. Nachdem der Hausmeister die Tür zur Wohnung geöffnet hatte, betraten sie den schrecklichen Tatort. Anitas Puls war nicht vorhanden, sie war bereits tot. Das Bett und der Boden waren mit Blut befleckt, sie informierten sofort die Polizei. Die am Tatort eingetroffenen Beamten stellten fest, dass Anita mehrmals erstochen worden war. Die Autopsie ergab, dass sie bereits Tage vor dem Auffinden ihres Körpers ermordet worden war. Es gab keine Anzeichen für sexuellen Missbrauch oder Raub, da alle wertvollen Gegenstände an ihrem Platz waren. Es wurden keine Fingerabdrücke oder Schuhspuren am Tatort gefunden. Obwohl das Fenster zerbrochen war, gab es keine Beweise dafür, dass der Täter dort ein- und ausgegangen war. Die Polizei fand auch ein blutverschmiertes Messer neben dem Bett und sammelte es als Beweismittel. Am 11. Juni 2007 verabschiedete sich Anitas Familie bei einer Zeremonie in der Kirche von ihrer Tochter. Die Polizei begann die Ermittlungen, indem sie mit der Familie, Freunden und dem Hausmeister sprach. Bei Beginn der Untersuchung hatte die Polizei 3 Verdächtige. Der erste Verdächtige war Michael, der Freund, der Anita zuletzt eine Nachricht geschickt hatte. Der zweite Verdächtige war der Hausmeister Marty. Und der letzte Verdächtige war Nicole, die Mitbewohnerin, die Anita angeblich bedroht hatte. Die Ermittler schlossen Michael jedoch schnell als Verdächtigen aus. Die Wohnungsschlüssel hatten nur Nicole und Marty. Während des Verhörs gab der Hausmeister Marty zu, dass er am Tattag das Fenster zur Reparatur geöffnet hatte, aber er hatte den leblosen Körper von Anita nicht gesehen. Marty rekonstruierte die Szene für die Ermittler, und sie fanden seine Aussage durchaus plausibel. Während ihres Verhörs gab Nicole an, dass sie zum Zeitpunkt des Mordes bei ihrer Familie auf dem Bauernhof war. Die Polizei erhielt Informationen über vorherige Streitigkeiten zwischen Nicole und Anita.
Es wurde berichtet, dass Nicole schwierig und streitsüchtig war und Anita hatte kürzlich geplant, auszuziehen. Die Polizei hatte jedoch nicht genügend Beweise, um Nicole anzuklagen, und sie wurde schnell entlastet. Leider blieb dieses tragische Verbrechen an Anita unaufgeklärt und wurde vorerst zu den ungelösten Fällen abgelegt. Ein Jahr nach dem Mord ereignete sich jedoch eine weitere Tragödie, die für den Fall von Bedeutung sein könnte. Der verdächtige Hausmeister Marty beging Selbstmord und beendete sein Leben. Aber ob dieser Selbstmord aufgrund von Anitas Tod geschah oder ob er sich schuldig fühlte und Selbstmord beging, blieb als großes Fragezeichen bestehen. Marty hatte einem Freund gesagt, dass ihm etwas Schlimmes passiert sei, aber keine weiteren Details genannt. Die Ermittler begannen mit ihren Untersuchungen und sprachen mit Martys Schwester. Es stellte sich heraus, dass Marty seit langem von seiner Freundin betrogen wurde und dies kürzlich herausgefunden hatte. Dadurch geriet er in Verzweiflung und nahm sich das Leben. Die Ermittler vermuteten, dass das schlimme Ereignis, von dem Marty seinem Freund erzählt hatte, die Untreue gewesen sein könnte. Daraufhin kamen die Inspektoren zu dem Schluss, dass Marty in diesem Fall weniger verdächtig erschien. Im Jahr 2013 ereilte die Knutsson-Familie erneut eine Tragödie. Daniel Knutsson, der Bruder von Anita und Anna, nahm sich das Leben. Anna, seine Schwester, äußerte sich zu diesem Suizid wie folgt: Nachdem Anita getötet wurde, war sie nie mehr die gleiche. Im Jahr 2022, 15 Jahre nach dem Mord, nahmen die Ermittler den Fall erneut auf. Sie sprachen mit den noch lebenden Familienmitgliedern und erreichten alte Freunde. Um in diesem Fall Fortschritte machen zu können, wurden nahezu alle möglichen Wege erkundet. Unter den Befragten befand sich ein Mann namens Willie May, der eine Weile lang mit Nicole liiert war. Eines Tages, als das Thema von Anitas Ermordung zur Sprache kam, sagte Willie, dass Nicole betrunken gewesen sei. Und Nicole sagte ihm: Ich habe das Verbrechen begangen, ich habe Anita getötet. Jedoch lehnte er es ab, dies im nüchternen Zustand erneut zu sagen, also drängte Willie nicht weiter darauf. Kurz nach seiner widersprüchlichen Aussage informierte er die Ermittler darüber, dass sie sich getrennt hatten. Jahre später planten die Ermittler, diesen Mord aufzuklären. Es wurden 2 Teams eingesetzt, eines sollte Nicole festnehmen, während das andere Team erneut mit Nicoles Familie sprechen sollte. Nicoles Familie gab widersprüchliche Aussagen darüber ab, wo sich ihre Tochter zum Zeitpunkt von Anitas Ermordung befand. Nicole, die derzeit mit einem anderen Mann verheiratet ist, weigerte sich, über das Verbrechen zu sprechen. Und gab eine unentschlossene Aussage darüber ab, wo sie sich während des Mordes befand. Die Inspektoren fragten Nicole nach den Behauptungen von Willie, die er betrunken gemacht hatte, aber Nicole sagte, dass sie nicht weiter darüber sprechen wollte. Daraufhin überprüften die Inspektoren erneut die Beweise und gingen zur Aktion über. Sie sammelten ausreichende Beweise, um zu zeigen, dass Nicole Anita getötet hatte, um sie dem Staatsanwalt vorzulegen. Am Mittwoch, den 16. März 2022, hielt die Polizei eine Pressekonferenz ab. Bei der Konferenz gaben sie bekannt, dass sie Nicole Rice verhaftet hatten. Am 16. März wurde Nicole wegen des Mordes an Anita Knudsen angeklagt und ins Ward County Gefängnis gebracht. Bei der Pressekonferenz wurden keine weiteren Details zu diesem Fall bekannt gegeben. Nicole, deren Kaution auf 120.000 festgesetzt wurde, zahlte noch am selben Tag ihre Kaution und wartet nun auf ihren Prozess. Bitte liken Sie dieses Video und teilen Sie Ihre Gedanken darüber in einem Kommentar. Crystal Theobald wurde 1982 in den USA, Kalifornien, geboren. Im Jahr 2006 war Crystal 24 Jahre alt und lebte in Riverside, Kalifornien. Sie hatte bereits 2 Kinder aus einer früheren Beziehung. Jedoch musste sie, aufgrund der Drogenabhängigkeit ihres Ehemannes, eine schwierige Entscheidung treffen. Crystal war besorgt um ihre Töchter und musste ihren Ehemann verlassen. Sein Drogenkonsum hatte nicht nur ihr selbst geschadet, sondern auch das Leben ihrer Familie negativ beeinflusst.
Später begann sie eine neue Beziehung und begann mit Juan Patlan, einem 20-jährigen Mann, auszugehen. Am 24. Februar 2006 planten Christo, ihre Mutter, ihr Bruder und ihr Freund zusammen auszugehen. An diesem Abend fuhren sie mit 2 Autos, während ihre Mutter Belinda Lynn ihnen folgte. Sie fuhren mit dem Auto ihres Freundes durch ein Viertel in Riverside, Kalifornien. Ein weißer Ford kam vor ihnen zum Stillstand und gab ein Stoppsignal. Plötzlich ertönte ein Schuss und unbekannte Personen begannen auf das Auto zu schießen. Ihr Freund Juan wurde in die Brust getroffen, Christo wurde am Kopf getroffen. Ihr Bruder Justin blieb unverletzt, aber ihre Mutter Belinda musste das Grauen aus nächster Nähe miterleben. 2 Tage später verstarb Christo im Riverside Community Hospital. Ihr Freund wurde operiert und konnte sich am Leben halten. Christo war eine wunderschöne Frau mit strahlenden Augen und einem lebendigen Lächeln. Ihr Tod kam sehr plötzlich und ihre Lieben waren von diesem tragischen Ereignis erschüttert. Die Polizei begann mit den Ermittlungen, machte jedoch nur langsame Fortschritte und gab der Familie keine Informationen. Zu Beginn wurde vermutet, dass die Tat mit örtlichen Banden in Verbindung stehen könnte. Allerdings ergaben die Untersuchungen, dass die Personen in Crystals Auto keine Verbindung zu einer Bande hatten. Sehr wenige Menschen waren bereit, sich hervorzutun, daher konnte keine Beweise gefunden werden, die der Polizei helfen würden. Zudem behandelten die Polizisten Belinda sehr aggressiv und behaupteten, dass es sich um einen Familienfall handele. Kurz darauf wurde einer der ältesten Söhne von Belinda verhaftet und für den Angriff verantwortlich gemacht und verhört. Belinda war der Meinung, dass die Polizisten auf dem falschen Weg waren und keine Ergebnisse erzielen würden. Deshalb weigerte sie sich, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Sie würde ihre eigene Untersuchung durchführen, weil sie den Detectives nicht vertraute. Sie hatte das Gesicht desjenigen, der auf ihre Tochter geschossen hatte, deutlich gesehen. Und ihn als sehr jung mit einem Babygesicht beschrieben. Der 13-jährige Bruder von Christo, Nick, hörte den Namen einer Gang und sagte, dass sie die Täter sein könnten. Belinda begann ihre Nachforschungen und entdeckte, dass diese Gang seit 2003 aktiv war und eine Tendenz zu Morden hatte. In der Vergangenheit wurden Mitglieder der Gang wegen Drogenhandels, Waffenhandels und Mordes verurteilt. Sie hatten auch Konflikte mit anderen Gangs. Belinda Lynn begann, über die Social-Media-Plattform MySpace die Spur der Mörder zu verfolgen. MySpace war in den 2000er Jahren eine beliebte Social-Media-Plattform, die von Jugendlichen genutzt wurde. Jeder war auf dieser Plattform, die ähnliche Messaging-Funktionen wie Instagram oder Facebook hatte. Diejenigen, die Belinda bei ihren Ermittlungen helfen würden, waren ihr kleiner Sohn Nick und Christos Cousin Jamie. Belinda erstellte 2 gefälschte Konten auf MySpace, um herauszufinden, wo sich potenzielle Verdächtige befanden. Sie verwendete zufällige Bilder von Frauen aus dem Internet und begann ihre Pläne mit Informationen, die die Aufmerksamkeit der Gangmitglieder erregen würden. Die Pläne funktionierten, sie erlangten erfolgreich persönliche Informationen, aber es waren weitere Beweise für eine Verhaftung erforderlich. Belinda fuhr auch an den Häusern der Verdächtigen vorbei und machte Fotos von ihren Autos. Aber es würde Belinda fast 10 Jahre dauern, um die Mörder ihrer Tochter Christo zu finden. Im Jahr 2016 konnte sie Kontakt zu einem der Verdächtigen, William Sotelo, herstellen. Während des Chats erfuhr sie, dass William der Besitzer des weißen Fords war. Belinda setzte sich mit der Polizei in Verbindung und sagte, dass William einer der Verdächtigen sein könnte. Sie erwähnte jedoch nichts über das gefälschte MySpace-Profil. Die Polizei handelte und brachte William zum Verhör auf die Polizeiwache. Am Ende arbeitete sie mit der Polizei zusammen und nannte den Namen der Person, die den Schuss abgefeuert hatte. Diese Person war Julio Heredia. Die 5150-Gang streifte nachts durch die Nachbarschaft und suchte nach Mitgliedern einer rivalisierenden Gang. In dieser Zeit sahen sie Belinda und Crystals Autos und dachten, sie kämen, um anzugreifen, und stoppten sie.
Ohne zu wissen, wer die Theobald-Familie war, begannen sie zu schießen und begingen den tragischen Mord, bevor sie verschwanden. Aber William wurde nicht wegen unzureichender Beweise verhaftet und wurde sofort nach seiner Freilassung Riverside verlassen. Nachdem die traurige Mutter Belinda von der Nichtverhaftung Williams erfahren hatte, wurde sie sehr wütend und beschloss, die Mitglieder der Gang selbst zu töten. Aber ihre Familie brachte sie von dieser Entscheidung ab und schließlich konnte Belinda es nicht ertragen und offenbarte ihre Identität. Sie schickte William, mit dem sie immer noch sprach, eine Nachricht über MySpace und schrieb ihm: Warum hast du mich getötet? William verstand die Situation und antwortete danach nie mehr und verschwand vollständig. Belinda erzählte der Polizei alle Details ihrer eigenen Ermittlungen im Jahr 2007. Die Polizei ließ 2 Personen, die in der 5150-Gang waren, als Informanten arbeiten. Letztendlich wurde Julio Heredia verhaftet und wegen des Mordes an Crystal Theobald angeklagt. Julio Heredia stand vor der Todesstrafe, aber Crystals Familie entschied sich dagegen. Julio Heredia wurde wegen Mordes, versuchten Mordes und weiteren Anklagen verurteilt. Erhielt lebenslange Haft ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung. Die anderen 10 Angeklagten gestanden eine Reihe von Anklagen, einschließlich versuchten Mordes und bewaffneten Überfällen. Belinda würde weiterhin für ihre Tochter kämpfen und entschlossen sein, William festnehmen zu lassen. Im Jahr 2024 erhielt sie einen Hinweis darauf, dass William in Mexiko sei. Er arbeitete dort als Paprikabauer, hatte eine Ehefrau und 4 Kinder, und sie meldete diesen Tipp der Polizei. William Sotelo, der Fahrzeughalter, der in den Mord an Crystal Theobald verwickelt war, wurde in Mexiko verhaftet und zur Konfrontation mit den Anklagen nach Kalifornien, dem Ort des Verbrechens, zurückgebracht. Neben Gang- und Waffendelikten wurde er wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt und bekannte sich schuldig. Am 23. Januar 2020 wurde William zu einer 22-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Für weitere Videos klicken Sie. Das Video auf der linken Seite kann als verstörend empfunden werden und wird daher nur für erwachsene Benutzer empfohlen. Die Wiedergabeliste auf der rechten Seite besteht aus Videos, die am beliebtesten sind.